Hey, hallo, das ist Steffen Bürger von Faithblog. Heute in diesem Video möchte ich in 5 Punkten darüber sprechen, was es bedeutet, Licht Jesu zu sein und im Licht Jesu zu leben. Zunächst stellt sich dann einmal die Frage, als wer gehe ich eigentlich durch die Welt? Wer bin ich eigentlich in Christus? Die Frage ist, hast du Jesus im Herzen? Und wie lebt er in dir? Und da gibt es einen schönen Text im Epheserbrief, das ist in Epheser 5, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Was heißt es denn, als Licht zu leben? Im Licht zu leben heißt es erstmal nah an Jesus zu sein. Wie kann man nah an Jesus sein? In Christus zu sein heißt transparent ihm begegnen. Christus produziert das in uns, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir das Licht des Christus in uns leben lassen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwunden. Das steht im Johannesevangelium, Vers 5. Und im Johannesevangelium wird das Licht als stärker als die Dunkelheit beschrieben. Der zweite Punkt lautet, wenn wir im Licht Jesu leben, erleben wir die Frucht des Lichts. Und was wir daraus erleben, wenn wir als Kinder des Lichts leben, ist eine Veränderung unseres Wesens, nämlich Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte sind gnädiger mit anderen und mit uns. Gerechtigkeit ist Rechtsprechung, Rechtfertigung. Vor Gott sind wir gerecht gesprochen, egal welche Schuld wir haben. Spricht er uns gerecht, wenn wir mit ihm verbunden sind, und dann wird er uns begegnen, wie er ist. Und Wahrheit ist, wir werden erleben, wer Christus wirklich ist. Nun zum Punkt 3. Wenn wir im Licht Jesu leben, wird die Finsternis in uns vom Licht aufgedeckt und wir werden verwandelt. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Hier geht es dann genauso weiter. Wir sollen prüfen, was Jesus gefällt und nicht Gemeinschaft haben mit den Werken der Finsternis, die eben nicht diese Frucht hervorbringen. Gerechtigkeit, Wahrheit und Güte. Und wenn das nicht bei uns so ist, leben wir wohl nicht ganz so in der Frucht. Diese Dinge müssen offenbar werden, diese finsteren Sachen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das wird zu Licht. Steht hier in Epheser 5, Vers 13. Punkt 4. Wenn wir im Licht Jesu leben, wird uns bewusst, wer wir vor Christus sind, und wir erfahren, wer Christus für uns ist. Dann zitiert er im Vers 14 ein altes Christuslied. Ich denke, das ist ein altes Lied aus der frühen Christenheit. Wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Das ist schon was sehr Signifikantes, Wichtiges. Wir sollen uns erwecken lassen von dem Geist Gottes und dann werden wir erleuchtet vom Christus, weil wenn uns bewusst wird, wer wir sind vor Gott, dann kommt er und uns zeigt, wer wir in ihm sind, nämlich gerechtfertigte Menschen, die vom Licht Gottes erleuchtet sind und die seine Vollmacht in sich tragen und die immer mehr und immer mehr sein Wesen werden. Und es wird sich immer mehr zeigen in uns, in der Weise, dass er immer mehr von dem wegnimmt, was nicht zu ihm gehört. Nun zum letzten Punkt, Punkt 5. Wenn wir im Licht Jesu leben, verwandelt die Gestalt des Christus uns und unsere Umgebung wird dadurch auch verwandelt. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass unser natürliches Wesen ein bisschen so eine andere Form hat, die so wild gewachsen ist. Dann kommt der Christus wie so ein Kleid über uns. Und indem wir diese Gestalt des Christus um uns haben, die verfahrbar ist, in uns, um uns herum, merken wir auf einmal, was da nicht dazu passt. Wir sagen ihm das. Und das ist ein Prozess wie Zwiebelschälen. Dann ist vielleicht das eine weg, merken wir, da ist auch noch was. Dann sagen wir ihm das. Das sind alles Dinge, die ihm nicht gefallen. Und es wird uns auf einmal bewusst, was da alles nicht zu ihm passt. Was wir dann erleben ist, wir werden immer mehr diese Gestalt des Christus annehmen. Da werden Menschen auf einmal verändert durch das, was wir ausstrahlen. Oder die Atmosphäre in einem Raum ändert sich, wenn wir dort hineinkommen. Vielleicht ist es auch so, dass Leute auf einmal einen großen Frieden spüren, weil wir mit ihnen gesprochen haben und wir haben auf einmal Lust, vielleicht jemandem zu helfen, wozu wir nie Lust hätten, oder es ärgert uns auf einmal eine Person nicht mehr, die uns früher immer geärgert hat, weil wir auf einmal Frieden schaffen und wir einen ganz veränderten Umgang haben. Das war Steffen Bürger von Faithblog. Ein gesegnetes neues Jahr. Ein Jahr mit der Frucht der Gerechtigkeit und Güte und Wahrheit, die das Wesen Christus widerspiegelt. Tschüss.